Fensterputzen gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingseigenschaften. Wie ist das bei dir? Aber die gute Nachricht ist, 2026 gibt es ja extra Roboter für alle möglichen Anlässe. Unter anderem auch für das Putzen deiner Fenster und meiner. Und das, was ihr hier seht, ist ein neues 2-in-1 Gerät von Ecovacs. Der Ecovacs Winbot W3 Omni. Eine Generation weiter und jetzt 2 in 1. Ja, Fensterputzroboter und eine Waschmaschine in einem. Eine Waschmaschine? Du hast richtig gehört. Für was die gut ist, was dieser neue Fensterputzroboter kann und ob es vielleicht der richtige für dich ist, das erfährst du jetzt in unserem Video. Wir bei Smart & Fox beschäftigen uns jeden Tag damit, welche Roboter uns das Leben erleichtern können. Wir probieren die alle aus für dich. Und wenn du keinen Test mehr verpassen willst, dann abonniere unseren Kanal. Und jetzt noch ein heißer Tipp auf unserer Webseite www.smart-home-fox.de. Da findest du super detaillierte Testberichte und Berater, Infos, Tipps und die neuesten Angebote. Schau einfach mal vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Okay, first things first. Wenn du diese Station mit dem Fensterroboter von Fenster zu Fenster trägst, dann musst du 15 Kilo heben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Da sind auch Wassertanks drin, die eben mit dem Reinigungswasser befüllt werden. Und das Ganze ist nicht super leicht. Aber es hat diesen praktischen Tragegriff und du kannst es zur Not auch auf einen Rollator stellen und durch die Gegend fahren. Aber was verbirgt sich jetzt hinter dieser riesigen und schweren Station? Das hat verschiedene Gründe und wer sich schon mal mit Fensterputzrobotern beschäftigt hat, der versteht es sehr schnell. Das eine ist, in der Station ist ein Akku. Das heißt, ich muss nicht immer eine Steckdose suchen, wenn ich das Teil ans Fenster hänge. Das ist super praktisch, das ist aber nicht neu. Was aber tatsächlich neu ist, abracadabra, ist dieser quasi Wechselakku, den man hinten anschließen kann und so die Laufzeit verlängern kann. Aber das ist jetzt noch nicht die krasse Revolution. Jetzt kommt die krasse Revolution. Dieser Waschmaschinen-Style hier, dieser Look, der sieht nicht nur nach Waschmaschine aus, sondern da ist tatsächlich auch eine Waschmaschine drin. Und wenn du schon mal einen Fensterputzroboter benutzt hast, dann weißt du, nachdem ein Fenster gereinigt ist, dann ist das Teil meistens dreckig und trocken, also der Mop, ne? Und dann muss man den bei herkömmlichen Robotern abziehen und dann muss man den unterm Wasserhahn oder im Eimer auswaschen, auswringen und dann wieder hier dran frimmeln, so, ne? Und das ist halt immer nervig und viel Arbeit. Und deswegen hat Ecovacs sich jetzt einfach überlegt, wie können wir das umgehen? Und so ist es, dass wir hier im Lieferumfang 2 von diesen Gestellen dabei haben, wo ein Mop drauf gespannt ist. Und dieser Mop kommt dann, nachdem du das Fenster gereinigt hast, in die Waschmaschine. Die Waschmaschine wird dann zugemacht und diese drehenden Bürsten, die schrubben dann den Mop richtig schön durch und machen ihn sauber. Und so hast du immer im Wechsel von Fenster zu Fenster ein sauberes und eins, was am Gerät ist. Und das ist wirklich eine echt geile Idee. Keine Vorteile und Nachteile. Das Teil ist hier fest installiert. Man kann es nicht abmachen. Und wenn du einen Ersatz brauchst, dann musst du das eben mit diesem ganzen Plastikrahmen kaufen. Also ein geiler Tipp für Ecovacs fürs nächste Mal. Wir fänden es cool, wenn ihr das so machen würdet, dass man die dann immer noch abmachen kann. Das wäre überragend. Nutzerfreundlich. Das war's jetzt zur Theorie. Jetzt gucken wir mal, wie es funktioniert. Und hier siehst du, wie wir nach unserem Extremtest den Mop abmachen und in die Waschmaschine stellen. Dann wird das Ganze durchgewaschen. Es dauert 2 Minuten und dann kommt es raus und ist perfekt sauber. Und das ist cool. Während das Teil die Mops hier drin reinigt, werden hier mit 16 Düsen mit 20 Kilopascal das Wasser auf die Mops gesprüht und mit 200 Umdrehungen pro Minute hier drüber geschrubbt. Und das Coole ist dann, wenn es fertig ist, nach 1 Minute, das ist die Schnellwäsche, du kannst aber auch hier über die Station wechseln in Vollwäsche, dann dauert es 2 Minuten. Auf jeden Fall, wenn du es rausholst, ist es dann so von der Feuchtigkeit her perfekt, damit du eben dann ein streifenfreies Ergebnis am Fenster kriegen sollst. Das ist die Idee. Das musste man ja vorher quasi manuell regeln, musste es genau so auswringen, dass es eben perfekt ist. Und das Beste ist eben jetzt, aufgrund dieser Waschmaschine gestaltet sich der ganze Prozess super einfach. Ich denke, dass unser 6-jähriger Kinderarbeitspraktikant das schon alleine hinkriegt. Das zeigt, wie einfach das tatsächlich ist. Erster Handgriff, Wischpad-Halterung ab. Zweiter Handgriff, Wischplatte in Station setzen. Dritter Handgriff, nach der Reinigung die Wischplatte herausnehmen. Viertens, am Roboter die Wischplatte mit einem Handgriff befestigen. Fünftens, Roboter an die Fensterscheibe setzen. Sechstens, Kaffee trinken, während der Roboter deine Arbeit macht.
Wenn du wissen willst, was diese Waschmaschinenrakete von Ecovacs aktuell im Shop kostet, dann schau mal in der Beschreibung. Da siehst du einen Link, der dich direkt zum Shop führt und dann kannst du es einfach mal abchecken. So viel zur Theorie. Aber was ist denn jetzt mit dem Reinigungstest? Verbessert es jetzt das Reinigungsergebnis? Funktioniert es überhaupt? Kriege ich saubere Scheiben oder kriege ich keine sauberen Scheiben? Muss ich doch noch selbst Hand anlegen? Wir probieren es aus. Für unseren Reinigungstest haben wir super viel Schmutz mit einem Kreidestift an die Fenster gepackt. Wir haben babbige Hände dran gedrückt. Wir haben sehr lange die Fenster vorher extra nicht geputzt und damit den Staub vom Feuer dran gelassen. Wir haben Sand dran geworfen. Und im Wischtest zeigt sich, dass wenn die Fenster super dreckig sind, dann brauchst du vielleicht 2 Durchläufe. Aber die werden schon ordentlich sauber. Es scheint so, als würde die Waschmaschine hier tatsächlich die Mops ideal befeuchten. Und hier siehst du dann, wie er die Fenster schön in Bahnen abfährt. Ja, er ist da sehr konsequent. Er braucht so seine Zeit, aber das gibt dir auch Zeit, etwas anderes zu machen. Auf jeden Fall sprüht er vorne und hinten das Reinigungsmittel auf das Glas und verwischt es dann. Und durch diese ideale Feuchte, durch die Waschmaschine, macht er hier eben einen guten Job. Gerade auf der Fläche siehst du, dass das Fenster schon super sauber wird. Wird es komplett streifenfrei? Nicht immer tatsächlich. Haben wir manchmal schon einen Reststreifen hier gesehen. Es kommt natürlich auf viele Faktoren an. Wie schmutzig ist die Scheibe? Wie passend sprüht er gerade das Reinigungsmittel auf die Fläche? Und vor allem ein großer Tipp, wenn die Sonne aufs Fenster knallt, dann lass ihn dann nicht putzen, sondern warte, bis die Scheibe im Schatten ist. Und wenn der Roboter dann anhält, weil er die Scheibe komplett fertig gewischt hat, dann ist mein Tipp auf jeden Fall, hier ein Mikrofasertuch bereit zu haben, um da einmal über die Stelle drüber zu wischen, wo er als letztes gehangen hat, weil da bleibt immer so ein kleiner Restfleck. Den will man nicht haben, dass er sich da eintrocknet. Und hier siehst du die neue True Edge Technologie. Damit kommt er recht ordentlich bis an die Ränder und in die Ecken. So, also das ist schon ein bisschen besser geworden, finde ich, im Vergleich zum letzten Jahr und zum letzten Modell. Hier ganz am Rand, da wo die Dichtung quasi ist, da ist immer noch ein bisschen grün. Also bis ganz in den Rand kommt dann noch nicht, aber es sieht schon gut aus. Das kommt keiner bis jetzt, aber das sieht schon deutlich besser aus. Ja. Irgendwann ist der mitgelieferte Reiniger leer und dann musst du dir einen neuen kaufen. Und wenn du da ein Interesse an einem Öko-Glasreiniger hast, dann schau einfach mal in die Beschreibung. Da findest du einen Link zum Shop mit 10% Rabatt. Ein Roboter, der an der Scheibe hängt. Das klingt für viele erstmal gruselig und ihr denkt dann, der war so teuer, wenn er runterfällt, geht er kaputt. Jein, das ist schon richtig, aber Ecovacs hat hier natürlich einige Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Zum einen die Station, ich hatte hier unten so Gumminöppel dran, die saugen sich dann fest, dass die Station festhält. Das Kabel, an dem der Roboter mit der Station verbunden ist, ist dann so ein Sicherheitsseil, dass wenn du das irgendwo drüber legst oder die Station höher stellst als die Scheibe, was meistens schwierig ist, ehrlicherweise, aber dann fällt er in das Seil, sollte er tatsächlich mal runterfallen. Aber wir haben jetzt so viele Roboter getestet, da ist noch nie einer runtergefallen tatsächlich. Und außerdem saugt sich das Gerät mit 10.000 Pascal an der Scheibe fest. Also du kannst es auch gar nicht abnehmen, ohne es auszumachen. Das ist schon richtig, bappt schon richtig gut fest. Und tatsächlich ist da auch Notstrom drin. Also wenn der Akku mal leer ist, hält es bis zu einer halben Stunde noch weiter am Glas fest. Aber dann solltest du auf jeden Fall da sein und das Gerät abnehmen, sonst passiert tatsächlich das, was nicht passieren sollte. Ein kleiner Einblick in die Bedienung des Geräts. Du hast hier so ein schickes Display und ein paar Tasten, da kannst du das Gerät darüber bedienen. Das finde ich super praktisch. Für die unbedingt Apps benutzen wollen, du kannst das Gerät auch in eine App einbinden, in die Ecovacs App und kannst dann eben darüber die Einstellungen vornehmen. Finde ich relativ unnötig tatsächlich, weil man ja immer am Gerät sein muss und es bedienen muss. Ein weiterer, naja, nennen wir es mal Nachteil oder eine weitere Wartungsaufgabe, die du machen musst. Du musst immer den Frischwassertank auffüllen bzw. den Schmutzwassertank ausleeren, damit ja, die Waschmaschine eben mit Wasser versorgt ist. Und wenn du dann fertig bist mit dem Reinigen, dann ist es super wichtig, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Du musst das Teil zum Trocknen rauslegen und das andere auch, damit das nicht schimmelt. Und wenn es nämlich einmal schimmelt, dann stinkt's schon und das willst du nicht. Kommen wir zum Fazit zu diesem Ecovacs Winbot W3 Omni. Das Teil kostet ja im Shop
tatsächlich 700 Euro. Das ist schon eine Stange Geld. Aber du kannst ja auch mal in die Beschreibung schauen. Da lege ich dir die aktuellen Angebote rein. Da kannst du mal gucken, was er aktuell kostet. Auf jeden Fall möchte ich jetzt nicht Sinn und Unsinn von einem Fensterputzroboter diskutieren, denn diese Geräte sind ja, das sind eine relativ neue, frische Produktkategorie und ich denke, die Technologie ist noch relativ am Anfang. Denn was du nicht kriegst, und das gilt tatsächlich für den W3, aber das gilt auch für jeden anderen Fensterputzroboter, ist die perfekte Kantenreinigung und vor allem die perfekte Eckenreinigung. Ist es komplett streifenfrei? Da muss schon viel zusammenlaufen, damit du komplett streifenfrei bist. Aber ich finde persönlich, dass das Gerät schöne, saubere Fenster hinkriegt. Das sieht schon gut aus und da bin ich einfach froh, dass ich die Fenster nicht mehr selber putzen muss, sondern einfach nur den Roboter dran setzen muss und dann wird für mich geputzt. Besonders wenn die Fenster groß sind, hoch sind, ne, wo man schon auch vielleicht irgendwie auf die Leiter klettern muss. Da habe ich auch nicht so richtig Lust zu. Und da finde ich so einen Fensterputzroboter sehr hilfreich. Und was Ecovex jetzt in diesem Jahr mit dem W3 gemacht hat, finde ich schon echt stark. Denn dieses Waschmaschinenkonzept ist komplett neu. Ist man kann es als Revolution bezeichnen, denn die setzen hier wirklich an einen der wichtigsten Painpoints an und es funktioniert. Der gesamte Prozess funktioniert dadurch einfach viel leichter. Es geht schneller. Ja, du hast ein besseres Wischergebnis, weil die Maschine eben die Lappen konsequent gut befeuchtet und die Wartung ist auch einfacher. 700 Euro, das ist schon eine ordentliche Stange Geld. Das finde ich schon hart für einen Fensterputzroboter. Ob das jetzt dieses Waschmaschinenkonzept dir 700 Euro wert ist, das musst du selbst entscheiden letzten Endes. Da kann ich dir die Entscheidung nicht abnehmen, aber ist eine Stange Geld und ich bin mit der Leistung zufrieden. Wenn du noch mehr Fensterputzroboter-Videos sehen willst oder andere Roboter, die dein Leben erleichtern, dann bist du bei uns genau richtig. Es lohnt sich für dich, den Kanal zu abonnieren. Und du kannst ja mal hier schauen, die besten Fensterputzroboter im letzten Jahr, die sind mittlerweile ein bisschen günstiger. Kannst ja einfach mal reingucken. Vielleicht ist da ja was für dich dabei. Wie findest du die Station? Findest du das ein cleveres Konzept oder hast du vielleicht Tipps für uns, wie es günstiger und einfacher geht? Dann schreib's in die Kommentare. Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren und Ideen auszutauschen. Denn davon profitieren wir hier in der Community alle. Wenn du Fragen hast, schreib's einfach in die Kommentare. Ich versuche die immer so schnell wie möglich zu beantworten. Und dann sehen wir uns bald wieder auf unserem Kanal. Bis dahin, Peace.